Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir für euch heute vorbereitet haben, sind: NTSB geht hart ins Gericht mit Boeing wegen des Vorfalls vom Störstopfen, Doppler, der englische Fachbegriff. Indonesien muss Garuda Airlines unter die Arme greifen, die EU, also das Gericht, ein EU-Gericht, billigt die Condor-Beihilfen. Ryanair ist natürlich da ein bisschen unhappy. Gute News aus dem Hause Lufthansa. Die Lufthansa Group, die ITA Airways haben die Statusvorteile gerade für die FTLer angepasst. Heißt also, da gibt es jetzt genug Vorteile, die ihr auch bei der ITA haben könnt. Ja, schöne Sache. Und weiter geht es mit Avianca. Die haben keinen Sale im klassischen Sinne, es ist ein Flash-Sale für die Reisen. Heißt also, hier könnt ihr Economy-Tickets buchen, die günstiger sind, und natürlich auch nach Routen werde ich euch da ein bisschen als Beispiele geben. Also Award Sale ist das Ganze als Stichwort. Und wir haben aus dem Hause Accor doppelte Punkte für einen Aufenthalt im den Hotels SLS und So und andere. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch wie immer im Leben auf School kommentiert, und ich freue mich auf euch dort vor Ort. Das erste Thema, was wir haben, ist ein ernstes Thema. Gott sei Dank ist da keiner ums Leben gekommen. Das war der Flug von Alaska Airlines 1282 mit einer 737 MAX 9 am 5. Januar 2024. Portland Flughafen gestartet. In 14.830 Fuß, also 40.830 Fuß Höhe, so ist es richtig, löste sich der Türstopfen. Es war eine relativ werksneue Boeing 737 MAX 9 mit dieser passiven Türblende, denn man hatte dort keinen Notausgang, weil man keine High-Density-Bestuhlung hat. Dann gab es einen Kabinendruckabfall, eine Umkehr nach Portland, logischerweise 8 leicht verletzte Personen, keine tödlichen Verletzten, und laut NTSB ist das ein Wunder. Das Problem war fehlende Sicherungsbolzen. 4 Bolzen, die die Türblende im Rumpf verankern sollten, wurden beim Wiedereinbau schlicht vergessen. Der Montagefehler passierte im September, 18. bis 19. September 2023 in der Endmontage bei Boeing in Renton. Weitere Versäumnisse sind natürlich, dass keine speziell geschulten Mechaniker eingesetzt worden sind. Das ist ein Verstoß gegen interne Vorgaben, keine Dokumentation im Produktionssystem, also da wurde auch geschludert. Und es gab natürlich dann auch keine Qualitätssicherungsprozesse, die Alarm schlugen. Die NTSB hat folgendes Fazit: Wiederholte und systematische Nichteinhaltung von Produktionsvorgaben, unzureichende Schulung und Anleitung des Personals, schlechte Aufsicht bei nicht routinemäßigen Arbeitsschritten, unzureichende Dokumentation von sicherheitskritischen Montageschritten. Ja, die Kritik an der FAA ist natürlich auch da gegeben, weil man fehlende Überwachung gemacht hat. Die FAA habe die Produktion im Rentenwerk 2 Jahre lang nicht adäquat geprüft, und damit ist es so, dass man Versäumnisse hat, weil die FAA hat so niemals gravierende Prozessmängel und systematische Produktionsfehler finden können. Also das heißt, die haben das selber nicht gesucht und geguckt. Deshalb gibt es Empfehlungen: Notfallausrüstung, Defizite bei der Schulung von Crewmitgliedern zum Anlegen von Sauerstoffmasken, das ist ein zusätzliches Finding, und Kindersicherung, Bedarf an klaren Vorgaben für Gurtsysteme für Kleinkinder unter 2 Jahren. Der Auswirkung und Kontext ist natürlich, dass es dort einen schweren Image- und Vertrauensverlust in Boeing gibt, und damals gab es immer noch, viele haben den Vorfall verdrängt. Ich habe es auch nicht so auf Kette gehabt, ehrlicherweise, und klar ist das im Rahmen der ganzen Themen, die auch danach noch passiert sind, nicht gerade hübsch. Auch bei der 777X gibt es ja, glaube ich, beim Max Payload Test ein Problem. Also da ist auch nicht alles im grünen Bereich. Ja, mögliche Auswirkungen auf Zertifizierungsprozesse und Produktionstempo, das ist ganz klar. Und die FAA hat auch mehr Druck, denn politisch und regulatorischer Druck, den gibt es auch auf die FAA. Ja, also insofern ist der Abschlussbericht eigentlich das, was wir schon relativ früh wussten, und dass man dort jetzt Abhilfe schaffen muss. Wer auch Abhilfe schaffen muss, das ist Garuda Indonesia. Staatliche Rettungsaktion ist nötig, denn Korruption und Missmanagement führten zu einer schweren wirtschaftlichen
Schieflage. Ist eigentlich eine sympathische Airline. Ich persönlich mag Garuda, fand die nie schlecht, aber die haben halt Leasingskandale um die ATR und Bombardier-Flugzeuge. Die Citylink musste 15 Flugzeuge, also bis zu 15 Flugzeuge stilllegen, denn Wartungskosten konnten nicht gedeckt werden. Und jetzt muss der Danantara Staatsfonds eingreifen und einen Sofortkredit von 405 Millionen US-Dollar geben. Und das ist die erste Tranche einer mehrstufigen Finanzhilfe. Und es gibt weitere Auszahlungen an Zielerreichung geknüpft. Ziel ist es halt, einen groß angelegten Konzernumbau zu machen. Wichtig ist halt wirklich, dass bei Citylink die Flugzeuge, die stillgelegt worden sind, wieder reaktiviert werden. Der Flottenausbau mit staatlicher Hilfe ist geplant. 3 von 12 A330-900 sind ausgeliefert worden. Citylink wartet selber noch auf 25 320 Neo. Der indonesische Staat ist damit Hauptaktionär und hat 65% an der Garuda. Bedeutung für Airbus ist auch ganz wichtig, weil man natürlich mit den ausstehenden Bestellungen jetzt, also beziehungsweise 9 Stück 330-900er und dann noch 25 320er, wobei ich sage jetzt mal, die 320er, die hätten sie wie geschnitten Brot weggekriegt, aber die 330er liegen ja so ein bisschen wie Blei. Es ist halt so, dass die staatliche Hilfe jetzt natürlich da Stabilisierung bringt und die Auftragslage bei Airbus wieder, ich sage jetzt mal so, normalisiert, dass man die Flugzeuge bekommt, also das Geld bekommt für die Flugzeuge so. Und das ist halt ein wichtiges Signal. Fand ich jetzt auch interessant, dass es dort Probleme, Sorgen, Ängste und Nöte gab. Ja, dann geht es weiter mit den EU-Beihilfen für die Condor. Da hatte ja die Ryanair geklagt, denn die Corona-Beihilfen, die vom deutschen Staat gegeben worden sind, waren in Höhe von 525 Millionen Euro. Ziel war es, durch diese Reisebeschränkungen, die es im März und Dezember 2020 gab, also von bis März bis Dezember, zu kompensieren. Und die Hilfen wurden ja von der EU in 2021 genehmigt. Ryanair klagte gegen einen Teil, konkret ging es um 144 Millionen Euro. Und Ryanair argumentiert wie folgt: Die Schäden seien nicht ausschließlich pandemiebedingt, sondern auch durch interne Probleme bei Condor entstanden. Wir erinnern uns an die Umstrukturierung, Attester und so weiter. Beihilfe seien diskriminierend und verzerrten den Wettbewerb. Und natürlich ist die Prüfung der EU-Kommission unzureichend gewesen. Ja, es war die LOT damals, die noch an der Condor interessiert war. In Letzeburg oder Luxemburg, wie wir in Deutschland sagen, hat das EU-Gericht entschieden. Die Klage von Ryanair wurde abgewiesen. Die Richter stellten klar, die Beihilfen seien rechtens und es ist damit auf eine zulässige staatliche Unterstützung in Krisenzeiten hingewiesen worden. Und alle Punkte, die Ryanair dort aufgezählt hatte, wurden zurückgewiesen. Rechtsmittel gegen das Urteil sind natürlich noch möglich. Schauen wir mal. Ja, damit ist es so, dass die Condor sich ja stabilisieren konnte und auch wieder neu positionieren konnte. Ryanair hatte bei einigen Sachen schon Glück gehabt oder Recht bekommen, egal wie man es sieht. In diesem Fall jedoch nicht. Und das ist natürlich ein gutes Signal für die Condor, dass die gezielten Staatshilfen dort klar auf die pandemiebedingten Schäden abgezielt haben und damit da keine Probleme mehr sind. Wo wir auch keine Probleme mehr sehen, ist bei der Lufthansa Miles & More und der ITA Airways mit Volare. Da gibt es eine Harmonisierung und zwar ist es so, dass ab 1. Juli die Vielflieger-Statusvorteile angeglichen werden. Für Mitglieder der Programme Miles & More, Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Volare ist halt ITA Airways. Es ist so, dass man ein einheitliches Reiseerlebnis mit gegenseitiger Anerkennung von Statusprivilegien haben möchte. Und da ist es jetzt so, dass auch der FTL zu einigen Vorteilen hinzugekommen ist. Horn-Circle-Member, Senatoren bekommen den Priority Check-in, Boarding, Security, Fast Track, Transit Desk und Extragepäck kostenfreie Sitzwahl. Aber der FTL bekommt auch Priority Check-in, Extragepäck und Wartelistenpriorität. Und neu ist halt jetzt auch der Loungezugang in die Lounges in Italien, Rom, Mailand und Catania. Bei Volare ist es so, wenn man mit der Lufthansa Group fliegt, gibt es Club Executive Premium, Zugang zur Lounge der Lufthansa Group, Priority Check-in, Boarding, Security, Transit Desk, extra Gepäck. Also das ist mehr so diese Hon-Geschichte. Wer ein Club Plus ist, das ist ein FTL. Convolut, hätte ich fast gesagt, oder entspricht einem FTL. Priority Check-in, Wartelisten, Priorität, Wartelisten, Reservierung auch.
und extra Gepäck, Loungezugang bei Lufthansa Group abhängig von Flug und Buchung. Jo. Ja, Systeme werden bis zum 1. Juli auf gegenseitige Statuserkennung vorbereitet. Früher war es so, dass man es manuell machen musste. Zum Beispiel Senden auf ITA-Flügen nur mit Kartenvorlage, zielautomatische Erkennung, Buchungssystem und bei Check-in-Prozessen. Aber es gibt natürlich auch einige Probleme, denn es gibt natürlich positive Erfahrungen bei Lounge, aber es gibt natürlich auch teilweise fehlende Vorteile beim Online-Check-in, zum Beispiel kostenpflichtige Sitzplatzwahl beim Check-in trotz Status ist natürlich ein Problem. Einzelfälle sind kein Fast-Track trotz Status als Senator bei der ITA. ITA erkennt nur eigenen Volare-Status an. Hoffnung ist, dass halt wirklich im Juli alles läuft. Ich finde es gut, dass die Integration so gut vorangeht, dass die Lufthansa da auch für uns ein Gehör hat, die nur FTL sind und endlich auch die Vorteile den FTLs bringt. Nach dem Optimierungsbedarf bei der Umsetzung im Alltag, insbesondere beim Check-in und beim IT-System, ist es so, dass jetzt natürlich für alle, die einen Status haben, das Reisen jetzt wesentlich einfacher geht und vor allem auch komfortabler, besonders auf Umsteigeverbindungen. Wer mit anderen Fluggesellschaften gerne fliegt, sollte mal auf die Avianca Live Miles gucken. Die haben dort wieder einen Sale. Und zwar ist das so ein Award Sale, aber nur in der Economy Class leider. Der Reisezeitraum ist der 1. Juli bis 30. Oktober. Buchbar sind die Sachen bis zum 30. Juni. Gültig nur, wenn ihr Live Miles Mitglied seid. Economy Class ist leider die einzige Buchungsklasse, keine andere. Betrifft hauptsächlich Flüge aus den USA nach Zentral- und Nord- und Südamerika. Zentral- und Nord-Südamerika. Schwieriges Wort. Südamerika und Nord-Südamerika. Teilweise gibt es aber natürlich auch noch günstige Tarife für Co-branded Kreditkarteninhaber, also wer Kreditkarten hat. Mein Geld nicht für Star Alliance Prämien, sondern nur auf Avianca Flügen. Also das heißt, wer die Meilen hat und da eventuell Bedarf hat, kann zum Beispiel dort fliegen für 7.100 Meilen, wenn man eine Co-branded Kreditkarte hat, anstatt 7.610. Das ist Washington Lima. Dann gibt es New York, Medellin, Boston, Medellin, Miami, Guatemala, Miami, Lima, Los Angeles, Panama City 4.690 oder wer die Kreditkarte hat 4.360 Live Miles. Langstrecken-Specials von New York nach Sao Paulo oder von Sao Paulo nach Toronto nur als Beispiel. Es sind gute Gelegenheiten, um günstige Einlösungen auf Avianca-Flügen speziell in der Economy Class zu erreichen. Es ist also wirklich nur Economy Class, nur damit ihr es wisst. Besonders attraktiv halt auf der Kurz- und Mittelstrecke in Mittel- und Südamerika. Nicht geeignet, wenn man halt Starlines-Flüge buchen möchte, da gilt das nicht. Und wer halt eine der Co-branded Kreditkarten hat, bekommt da natürlich noch bessere Vorteile. Wer keine Live Miles Kreditkarte hat oder sonst was, kann natürlich bei der anderen Promotion Vorteile haben bei Accor. All Life Limitless, zweifache Punkte für einen Stay. Und zwar Aktionszeitraum 24. Juni bis 23. September. Wir haben das schon gesagt, gestern geht die Aktion. Buchungsfrist ist allerdings bis zum 15. Juli, also habt Zeit. Ihr könnt euch registrieren über der Accor-Webseite und müsst euch registrieren und gilt nur für den ersten qualifizierten Aufenthalt, nur in den unten genannten Hotels. Und die Loyalty-Mitgliedschaften sind nicht kombinierbar. Teilnehmende Hotels, und das ist nur eine Auswahl, sind Mondarin in Cannes, Seoul, Itawan, Singapur, Duxton, Bordeaux, Hongkong, Ibiza, Mexiko, LA, Gold Coast, SLS in Dubai, Cancun, Bahama, Barcelona, Brickell, Buenos Aires, Playa Mayures und dann SO Hotels in Wien zum Beispiel, Bangkok, Auckland, Paris, Berlin, das Stew, Dubai, Uptown, Soto Grande, Hua Hin, Malediven. Heißt also, wer in diesem Sommer irgendwo dahin fliegt, in diese Ziele und in diesen stylischen Hotels übernachten will, kann sich mit dieser Promo dort relativ günstig einkaufen und nur ein Aufenthalt. Also das heißt, für einen Aufenthalt gilt das. Wer mehrere Aufenthalte planen, sollte halt taktisch buchen, um den höchsten Umsatz als ersten Aufenthalt zu bekommen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich hoffe, es war für euch etwas dabei. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen oder auf School in die Community zu kommen und da dann zu diskutieren. Und ich bin dann raus und fertig. Also, danke und bis zur nächsten Sendung. Also, bis dann. Ciao, ciao.